Hallo zusammen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Kreuz Dame. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich, dass ich euch heute wieder zu einem Unboxing begrüßen darf, und zwar einem Unboxing einer neuen Firma. Ich habe ein Paket erhalten von der Firma Panda Stitch, also ein neuer Shop. Das ist eine Kooperation, das heißt, ich durfte mir wieder Produkte aussuchen. Ich habe nur die Versandkosten bezahlt und ja, ich möchte euch jetzt die Produkte von Panda Stitch vorstellen. Ja, das Paket ist angekommen in diesem grünen Karton. Also den Karton kennen wir auch von der Marke Five Stitch. Auch die versenden ihre Produkte in diesem grünen Karton. Ja, was man noch erkennen kann, der Karton hat sehr gelitten während des Transportes, also bis er bei mir ankam. Ich habe ihn schon geöffnet, denn ich wollte nachsehen, ob auch alles in Ordnung ist. Aber ja, alle Produkte sind da und alle Produkte sind unversehrt. Aber der Karton hat einiges während des Transportes abgekriegt. Ja, dann schauen wir gleich rein, was ich mir ausgesucht habe. Und man kann erkennen, es ist einiges da drinnen. So, Karton ist leer, ja. Und ja, wir gehen das wieder Schritt für Schritt durch. Ich gebe das mal zur Seite. Und dann beginnen wir, nämlich, wir beginnen mit den üblichen Flyern. Ihr kennt die Flyer, die sind eigentlich, das sind die Flyer von Painting Fairy Cross Stitch, die in jeder Packung dabei sind von Painting Fairy. Und ja, das heißt natürlich auch der Shop Panda Stitch verkauft Produkte von Painting Fairy Cross Stitch, beziehungsweise sie lassen auch ihre Produkte bei Painting Fairy produzieren. Und aus diesem Grund auch hier die Flyer über die Fabrik von Painting Fairy und über das ägyptische Baumwollgarn, denn auch der Shop Panda Stitch verwendet das ägyptische Baumwollgarn, das man schon kennt. Auch hier haben wir eine Garnprobe erhalten. Das ist ja auch wieder das Garn von Painting Fairy. Und dieses Mal ist es die Garnnummer 816, also ein Rotton. Vielen Dank für diese Garnprobe, kann ich gut gebrauchen. Ja, das nächste ist ein Zubehörsäckchen in einem Orangeton, also ein orangefarbener Organza. Auch hier haben wir das Zubehör, wie wir es kennen bei Painting Fairy Cross Stitch, wie wir es kennen bei Five Stitch und jetzt auch noch bei Panda Stitch. 3x Silikonfingerhüte, 3x Flossbobbins zum Backen. Dann haben wir die Schere, die ich ja auch verwende, diese spitze Schere. Und dann haben wir noch einmal Nadeln, und zwar, ihr seht, Größe 26 und darin sind 8 Nadeln. Ja, Größe 26. Ja, und dann würden wir auch schon zu den Stickprojekten kommen. Dieses Mal, also bei Panda Stitch, habe ich jetzt noch kein extra Goodie erhalten, zum Beispiel ein kleines Stickbild oder auch einen Stoff, so wie ich es kenne von Painting Fairy oder von Five Stitch. Also bei Panda Stitch habe ich jetzt nichts erhalten. Aber gut, dann schauen wir uns mal, was ich mir ausgesucht habe. Und insgesamt sind es 5 Stickbilder.
Das heißt, ich habe hier ein Stickbild und dann noch 4 weitere. Und diese 4 weiteren Stickbilder, das ist eigentlich eine Serie. So, ich packe mal das erste Stickbild aus. Ja, ist gar nicht so einfach, es aus der Hülle zu bekommen. Und ich zeige euch gleich, was ich mir ausgesucht habe. Und zwar habe ich mir dieses Wohnzimmer, würde ich sagen, ausgesucht. Also das sieht einfach so gemütlich und entspannend aus, dieses Wohnzimmer. Es heißt auch Comfortable Morning. Und ja, mit dem Stuhl, mit der Decke, ja, mit der Teekanne, einer Tasse und natürlich auch der Feuer im Kamin. Es sieht einfach extrem gemütlich aus. Ja, und das hat mir sehr gut gefallen. Aus diesem Grund habe ich mir dieses Bild ausgesucht. Ihr seht, hier oben ist nur der Aufdruck Cross Stitch, also es ist nicht dezidiert von dem Shop Panda Stitch. Das heißt, auch dieses Bild wird wahrscheinlich auch in den anderen Shops zu kaufen sein. Ja, dann schauen wir uns mal das näher an, und zwar die Legende. Das ist zusammengeheftet, sehe ich gerade hier oben mit einer Heftklammer. Also das ist jetzt nicht so mein Fall, die werde ich dann wahrscheinlich entfernen. Und hier haben wir die Legende und die sieht schon mal gut aus, denn es sind nur volle Kreuze zu sticken und 2 Farben Backstitches. Und dann haben wir noch 1, 2, 3, 5 Farben Mischfarben, also hier eine Farbe und hier nochmal 4. Also das ist auch nicht so aufregend. Ja, und der Rest, wie gesagt, nur volle Kreuze und das alles mit einfachen Farben. Ja, und da ist dann auch schon die Anleitung. Ich kann euch ja die erste Seite hier zeigen. Also es sind doch schon einiges an Backstitches zu machen, aber durchaus machbar. Ja, auch der Hintergrund von diesem Bild wird im vollen Kreuz gestickt, denn wie gesagt, es ist ausschließlich volles Kreuz und 2 Farben Backstitches zu sticken. Ja, dieses gemütliche Wohnzimmer gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, dann schauen wir uns gleich den Stoff dazu an. Ich habe mir das Bild ausgesucht auf 16 Count. Also ihr seht, es ist nicht so riesig. Wir haben hier oben den Aufdruck 16 Count, also 165 Stiche breit und 164 Stiche hoch, also fast quadratisch, also es ist quadratisch bis auf den einen Stich. Und wie gesagt, wenn ich meine Hand dazu halte, es ist nicht so riesig. Wir haben hier viel Color Blocking im Hintergrund und ja, natürlich hier im Bereich des Sessels und des Kamins haben wir einige Farbwechsel. Eventuell hier sieht es ein bisschen konfettireicher aus. Ja, aber es ist nicht so ein großes Bild. Ich denke, dass man das doch recht schnell sticken könnte. Ja, der Druck, wie gesagt, es wird produziert bei Painting Fairy Cross Stitch. Dementsprechend ist auch der Druck ausgezeichnet. Ich hoffe, dass ich das in die Kamera bringen kann. Aber seid euch sicher, es ist ein ausgezeichneter Druck, so wie wir es eben kennen von den Produkten von Painting Fairy Cross Stitch.
Ja, und dann haben wir hier die Farben. Es sind sehr viele Rot-Rosa-Töne. Man sieht das hier ja auch sehr gut im Bild. Und wir haben Plastikgarnkarten. Und zwar 2 Plastikgarnkarten. Und wir haben hier 30, 2, 4, 6, 8, 41 Farben, sofern ich jetzt richtig gezählt habe. Und wir haben sehr viel von der Farbe 3865. Also da haben wir sehr viel Weiß, aber das wird hier der Hintergrund sein, wie ich sehe. Und ja, auch hier bei der Teekanne, beim Tisch und auch hier der Boden wird sehr viel in der Farbe 3865 gestickt. Ja, und dann natürlich viele Rot- und Lila-Töne und natürlich Rosatöne. Ja, das ist ja die Hauptfarben des Bildes. Hier haben wir noch Orangeton, der wird hier für das Feuer verwendet. Oder auch hier ein Gelbton, auch der wird für das Feuer verwendet. Ja, also wieder auf 2 Plastikgarnkarten und auch hier haben wir nur den Aufdruck Cross Stitch. Hier steht auch nicht der Shopname Panda Stitch. Ja, das war das erste Stickkit, das ich mir ausgesucht habe. Ich werde das gleich einpacken, um hier nichts durcheinander zu bringen mit den anderen Stickkits. Ja, diese Heftklammer von der Anleitung werde ich auf jeden Fall entfernen. Ich mag das gar nicht, wenn ich dann die Seiten nicht gut umblättern kann. Ja, mein kleines gemütliches Wohnzimmer war das erste Stickkit. Ja, und dann kommen wir zu dieser Viererreihe, die ich mir ausgesucht habe. Und zwar ist es nach Jahreszeiten. Also ich habe ein Frühling, Sommer, Herbst und Winterbild dieser Serie ausgesucht. Und ich beginne gleich mit dem Frühling. Und zwar habe ich mir das ausgesucht. Und das sind die Katzen auf der Fensterbank. Da gibt es, wie gesagt, die 4 Jahreszeiten im Shop von Panda Stitch. Aber ich habe auch noch bei den anderen Shops, also ich glaube, es war bei Painting Fairy Cross Stitch, gesehen, dass es sogar noch ein paar mehr Motive dieser Serie gibt. Also nicht nur die 4 Jahreszeiten, sondern auch noch mehr von diesen Katzen auf der Fensterbank. Ja, das erste, was ich mir wie gesagt ausgesucht habe, war das Frühlingsmotiv mit den Katzen auf der Fensterbank. Also die rote und die getigerte Katze hier auf der Fensterbank. Man sieht im Hintergrund draußen den blühenden Baum und auch hier in der Vase eine Pflanze. Ja, ein schönes kleines Bild. Hier haben wir den Aufdruck Painting Fairy Cross Stitch. Und wie gesagt, auch dieses Bild gibt es bei Painting Fairy Cross Stitch im Shop. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, brauchen wir überhaupt noch einen weiteren Shop? Aber das werden wir uns dann zum Schluss nochmal ansehen, wenn wir alles ausgepackt haben, ob das tatsächlich noch notwendig ist. Ja, hier haben wir die Anleitung. Dieses Mal ist es eine Art Folder, wie ihr seht, also keine Einzelblätter. Und hier auf der Rückseite haben wir die Legende. Na, bei diesem Bild sieht das doch schon ganz anders aus.
Wir haben volles Kreuz, halbes Kreuz, Backstitches. Wir haben 4 mal halbe Kreuze. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Arten von Backstitches. Und dann haben wir noch 6 Mischfarben. Ja, da ist schon mehr los bei diesem Bild. Und dann haben wir hier noch die einfachen Farben. Hier sieht man auch die B 5200, einmal einfädig, einmal zweifädig. Ja, das gleiche haben wir hier auch. Also hier seht ihr, die Farbnummern kommen teilweise doppelt vor. Ja, die chinesischen Schriftzeichen muss ich mir immer übersetzen, obwohl zum Teil ich jetzt mittlerweile schon weiß, was es bedeutet. Also hier in der Klammer einfädig bedeutet, bezieht sich dann auf den Backstitch. Oder hier bei der Farbnummer 17 haben wir zwar ein volles Kreuz, einmal einfädig, und hier darunter nochmal die Farbnummer 17, auch wieder volles Kreuz, dann wird es zweifädig gestickt. Ja, das erste Motiv, und es sind kleine Motive, wie ihr sehen könnt. Also sehr, sehr kleine Motive. So groß wie meine Hand. Und zwar haben wir 101 Stich hoch und 101 Stich breit. Ich habe es mir auch wieder in 16 Count ausgesucht. Hier haben wir wieder den Aufdruck von Painting Fairy Cross Stitch und es ist 16 Count. Und, ja. Und so sieht das aus, und tatsächlich sieht es nicht nach viel Konfetti aus. Wir haben, wie gesagt, Farbwechsel, aber kein Konfetti. Man muss halt nur dann darauf achten, da zum Teil Halbstiche gemacht werden und zum Teil volles Kreuz gestickt wird. Ja, auch ein eher kleineres Motiv. Aber ich finde ja, ich bin ja ein Katzenliebhaber, also musste es wieder mal eine Katzenreihe sein. Ja, das sind die Katzen auf der Fensterbank zum Thema Frühling. Ja, diesmal haben wir eine Pappkarte dabei, also einen Karton. Und wir haben 29 Farben. Natürlich viel Braun, Grüntöne für die Pflanzen, also für die Bäume auch. Und eher dezentere Farben, also pastellfärbige Farben haben wir da. Ja, 29 Farben, die dann natürlich auch noch gemischt werden, denn wir haben 6 Mischfarben. Das wäre das erste Bild, die Katze auf der Fensterbank im Frühling. Ich packe gleich wieder ein, denn hier ist die Chance sehr groß, dass ich es mit den anderen vermische, da die anderen Bilder sehr ähnlich sind und eigentlich aus der gleichen Reihe sind. Ja, dann kommen wir nach dem Frühling, würde ich sagen, wir kommen zum Sommer, und das sieht jetzt so aus. Also hier haben wir schon eine müde rote Katze auf der Fensterbank. Hier haben wir im Hintergrund die Kühe auf der Weide, und ja, ich würde sagen, das sind Rosen im Glas. Also ein Sommerbild. Hier haben wir auch einen englischen Titel, Window Ledge Cat Summer. Okay, hier haben wir wieder keinen Aufdruck, hier haben wir nur Cross Stitch. Also ich zeige nochmal das andere. Es ist die gleiche Reihe, aber hier haben wir den Aufdruck Painting Fairy Cross Stitch.
Also sieht es doch so aus, als ob es nicht von einer Marke produziert worden wäre. Das ist interessant. So. Okay, das ist nochmal eingepackt. Das hatten wir bei dem vorherigen Bild auch nicht. Ja, und hier sind sie nochmal, die Katzen. Hier wieder zusammengeheftet, also nicht dieser Folder. Und hier haben wir auch, wie wir es vom vorherigen Bild kennen, volles Kreuz, halbes Kreuz, Backstitches, und dann haben wir hier auch noch French Knot, einen, und wir haben keine Mischfarben. Also beim Sommerbild gibt es keine Mischfarben. Hier haben wir 42 Farben, aber auch das ist nicht ganz korrekt, denn manche sind ja auch wieder doppelt gelistet. Ja, so sieht das aus. Jetzt bin ich auf den Stoff gespannt. Und hier haben wir aber wieder die Aufdruck Painting Fairy Cross Stitch. Und auch da, ihr seht, ein kleines Bild, auch das hat die gleiche Größe, 101 x 101 auf 16 Count. Ja, ich hoffe, dass diese Bilder schnell stickbar sind. Also das finde ich ja wirklich ganz, ganz niedlich mit dieser kleinen Katze auf der Fensterbank, und die andere Katze, was hier interessiert, die Kühe anschaut. Ja, hier haben wir auch den Druck wieder. Wir haben sehr viel Stoff. Also, und auch der Stoff ist hier umsäumt. Und dann schauen wir uns das Garn an. Hier nochmal extra verpackt, bei dem vorherigen war das nicht so. Auch hier haben wir die Pappgarnkarten und wir haben hier 34 einfache Farben. Auch hier eher dezent gehalten, die Farben. Also nicht so kräftige Farben, wieder auf Pappkarten. Also man kann erkennen, dass das Bild zu dieser Reihe gehört, auch wenn das Deckblatt etwas anders ist als das vorherige Bild. Warum das so ist, kann ich euch leider nicht sagen, aber sie gehören definitiv zusammen, die Bilder. Gut, dann packen wir das gleich wieder ein und wir können uns dann gleich dem nächsten Bild widmen. Das wäre das Herbstbild. Ich bin ja ein großer Fan von Herbstbildern, wie ihr vielleicht wisst, und auch von Winterbildern. Und ich öffne es gleich, bevor ich es euch zeige. Das wären dann die Herbstkatzen auf der Fensterbank. Und das sieht so aus. Wir haben hier die herbstlichen Bäume, die man durch das Fenster sieht. Wir haben den Kürbis auf der Fensterbank. Wir haben hier eine Laterne. Wir haben Kerzen. Und wir haben, ich würde sagen, ein paar runde Katzen auf der Fensterbank. Also ein Bild mit sehr warmen Farben. Also gefällt mir sehr, sehr gut das Motiv auch. Ja, darum habe ich es mir auch ausgesucht. Hier haben wir wieder einen anderen Aufdruck. Also hier auf Chinesisch und darunter Cross-Stitch. Auch hier den Titel kann ich jetzt nicht lesen, was das heißen soll.
Und wir haben wieder einen Folder. Genauso wie beim Frühlingsbild. Ja, die Legende. Wir haben volles Kreuz, halbes Kreuz, einmal French Knot und wir haben 2, 4, 6, 8 verschiedene Arten von Backstitches, also von Farben. Und dann noch tatsächlich 3 Mischfarben. Also hier in dem Bild ist wirklich fast alles vertreten an Farben, an Backstitches, an Stichen. Ja, 3 Mischfarben. Das ist so ein schönes Motiv. Gefällt mir auch sehr gut. Ja, dann haben wir hier wieder den Stoff. Auch sehr klein, aber auch die gleiche Größe. Auch wieder 101 mal 101. Ich habe es mir wieder auf 16 Count ausgesucht. Also ich denke mir, das müsste auch recht schnell zu sticken sein. Es sieht nicht konfettireich aus, also jetzt auf den ersten Blick sieht es für mich am einfachsten aus von den bisher gezeigten Bildern. Ja, auch hier der Stoff umsäumt. Wir haben hier wirklich noch mehr als wie genug Reststoff. So, und diesmal haben wir eine Plastikgarnkarte. Tatsächlich nur eine Garnkarte. Und ihr seht, wir haben 27 Farben und in wunderschönen Herbstfarben. Gelb, Orange, Brauntöne. Ich liebe diese Farben, ja, ich mag diese warmen Farben sehr gerne. Und auch hier haben wir dann noch ein bisschen Orange und Brauntöne dabei. Ja, diesmal auf Plastikgarnkarte. Es ist doch interessant, obwohl es eine Reihe ist tatsächlich wirklich jedes Bild ein bisschen anders ja, gepackt. Und ja, auch das Titelblatt sieht anders aus. Ja, interessant das Ganze. Und dann kommen wir zum letzten Bild der Reihe und auch gleichzeitig zum letzten Stickbild, das ich mir ausgesucht habe. Und zwar ist es das Winterbild von Oi. Oh, jetzt habe ich das eingerissen. Ach, ja. Und ich habe mir ausgesucht dieses, ja, ich habe es wirklich ordentlich eingerissen, die Vorlage. Ja, ich habe mir dieses Winterbild ausgesucht. Wie gesagt, auch hier die Katzen auf der Fensterbank. Diesmal mit einem winterlichen Hintergrund. Man sieht den Schnee auf den Bäumen. Man sieht hier die Lichterketten, diese Girlanden. Wir haben eine Kerze hier im Glas. Und ja, die 2 Katzen, die hier aus dem Fenster gucken. Auch ein sehr schönes Motiv. Ich tendiere natürlich wieder eher zu dem Herbst- und Wintermotiv. Hier haben wir wieder den Aufdruck von Painting Fairy Cross Stitch und auch einen Titel auf Englisch. The Cats on the Windowsill, also auf der Fensterbank 3. Ja, es dürfte, glaube ich, kein Problem sein, dass es mir eingerissen ist. Und hier haben wir die Legende und da haben wir ein volles Kreuz und Backstitches, also keine halben Kreuze, keine French Knots und 2 Mischfarben. Also das hält sich absolut im Rahmen. Aber ich sehe gerade, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 verschiedene Arten von Backstitches. Also das Bild hat viele Backstitches, das kann man schon mal sagen. Aber ein sehr, sehr schönes Motiv auch.
Auch hier der Stoff natürlich in der gleichen Größe, 101 x 101 auf 16 Count. Auch hier kann ich beim Stoff jetzt kein Konfetti erkennen, sondern wieder viel Farbwechsel, aber durchaus machbar. Ja, die Backstitches werden dann wieder eine Herausforderung, aber hier die Kreuzstiche, die sehe ich jetzt nicht problematisch. Ja, dann schauen wir uns noch die Garne an, auch hier diesmal auf Plastik-Garnkarte, und zwar eine gelbe Garnkarte. Und hier haben wir natürlich diese winterlichen Farben, Braun, Grau, Weißtöne. Hier auch ein bisschen Rot-Orange-Töne, aber insgesamt sehr winterlich gehalten. Wir haben 25 einfache Farben, also eine Garnkarte mit 25 einfachen Farben. Ja, das war dann auch schon meine Lieferung von Panda Stitch. Also ihr seht ja links oben eingeblendet den Shop und rechts oben habe ich noch einen Rabattcode für euch eingeblendet. Der lautet Kreuz Dame, also alles in Großbuchstaben geschrieben. Mit diesem Code könnt ihr 5% auf eure Bestellung sparen, wenn ihr den eingebt. Ja, ich erhalte eine kleine Provision. Ihr könnt 5% sparen bei Panda Stitch. Schaut mal rein bei dem Shop. Es ist ja ein neuer Shop. Ja, ich zeige euch jetzt hier die 4 verschiedenen Katzen auf der Fensterbank Bilder. Ihr seht, alle sehen anders aus, obwohl es eine Reihe ist. Und hier habe ich dann noch, das bringe ich jetzt nicht ganz ins Bild, ja, ihr kennt das Wohnzimmer, das gemütliche Wohnzimmer. Ja, und jetzt zum Abschluss noch ganz kurz mein Fazit. Also, was halte ich jetzt davon? Brauchen wir tatsächlich noch einen Shop, der Produkte von Painting Fairy Cross Stitch verkauft? Ja, meine Antwort dazu ist eigentlich ja, jein. Jein aus dem Grund, zum einen würde ich sagen, nein, wir brauchen keinen Shop, der noch Produkte verkauft. Wir haben ja zum einen Painting Fairy Cross Stitch selbst und wir haben dann auch noch den Shop 5 Stitch. Von daher würden wir eigentlich keinen Shop brauchen. Aber ich habe mir nun die Preise angesehen von Panda Stitch und ich habe mir die Preise von diesen Produkten angesehen und da kann man deutlich sparen bei Panda Stitch, denn diese Produkte kostet also pro Kit $2 mehr, wenn man sie bei Painting Fairy Cross Stitch bestellt. Also lohnt es sich auf jeden Fall, wenn ihr zwischen den Shops vergleicht, denn die meisten Produkte gibt es eigentlich in allen 3 Shops. Ja, von daher vergleicht auf jeden Fall die Preise und ihr könnt ja dann aussuchen, wo ihr am meisten sparen könnt. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei Panda Stitch für die Kooperation. Ich habe mich gefreut, dass ich euch die Produkte zeigen konnte und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr dann wieder im nächsten Video mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.